Yes, Match gewonnen. Und jetzt erstmal die Glückwünsche annehmen, oder? Es gibt ein paar Sachen, die sollte man nach dem Spiel beachten. Und dafür gibt es heute meine 3 Tipps für nach eurem Spiel. Viel Spaß! Bevor wir starten, ich fände es mega cool, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Also wollt ihr mich unterstützen, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Videobeschreibung gibt es Infos dazu. Jetzt geht's los. So, fertig mit dem Match. 2,5 Stunden auf dem Court habe ich jetzt gekämpft und jetzt setze ich mich erstmal hin und ja, esse was und rufe erstmal meine Freundin an und sage ihr, wie toll ich gespielt habe. Ja, würde sich so ein professioneller Sportler verhalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, deswegen habe ich dieses Video gemacht, denn ich gebe euch hier 3 Tipps zum Thema, was könnt ihr nach eurem Match tun. Kommen wir zu meinem ersten Tipp und da wird es mit Sicherheit Befürworter und Nicht-Befürworter geben. Ich bin ganz klarer Befürworter des Auslaufens. Bei mir gehört das Auslaufen auf jeden Fall dazu. Nach einem anstrengenden Match laufe ich mich aus. Warum sollte ich das machen? Nun, ihr kennt es mit Sicherheit von den Bundesligisten. Bevor die in die Saison starten, wird der sogenannte Laktattest gemacht. Laktattest soll dann zeigen, wie fit der Spieler eigentlich ist und ob er irgendwas gemacht hat in der Zeit, wo er die Pause hatte. Laktat ist ein Nebenprodukt der Energiegewinnung und es ist einfach zu erklären. Wenn der vom Körper aufgenommene Sauerstoff unter einer extremen ausdauertechnischen Belastung, und das haben wir ja im Tennis häufiger, nicht ausreicht, um die Muskeln zu versorgen, entsteht das ich sag's mal, Abfallprodukt Laktat. Dieses Laktat scheidet der Körper eigentlich auf natürliche Art und Weise wieder aus. Den meisten kann das aber nicht schnell genug gehen, denn je schneller ich wieder regeneriert bin, umso schneller kann ich natürlich wieder die Maximalleistung erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Platz war und habe 2,5 Stunden gespielt und ich habe an dem Tag noch ein nächstes Match, dann möchte ich natürlich so schnell wie es geht wieder Maximalleistung bringen können. Und wenn ich mich jetzt auslaufe, dann kann mein Körper eine sogenannte laktatfreie Muskeldurchblutung durchführen und das Laktat wird schneller wieder abgebaut. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und deswegen ist das Auslaufen sehr sinnvoll und eine Empfehlung von mir an euch. Das Auslaufen ist also eine aktive Regeneration. Und dazu gehört auch das hier. Ja, eine meiner Lieblingstools, die ich habe, nämlich die Black Roll. Und die Black Roll kann helfen, auch aktiv zu regenerieren, ist wie ein Faszientraining für die Muskulatur und beugt auch Muskelkater und so weiter vor. Ich habe ein ganz interessantes Video gemacht mit dem Timo Göbel und da stelle ich einige Übungen vor, die ihr nach eurem Match mit dieser Black Roll machen könnt. Ich zeige euch das hier oder verlinke euch hier in der Infokarte. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr so eine Black Roll herbekommt, dann verlinke ich hier euch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mich unterstützen und die Black Roll käuflich erwerben. Den zweiten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, das Match, egal ob Sieg oder Niederlage, einfach mal Revue passieren zu lassen und sich auch nach dem Match noch mit dem Match zu beschäftigen. Häufig ist es so, ja, ich habe gewonnen und dann ist das abgehakt und schnell vorbei. Aber ja, habt ihr euch mal hingesetzt und mal überlegt, was lief gut, was lief schlecht? Und ich würde mir zum Beispiel immer gerne wünschen, dass wenn ich bei einem Spiel von meinen Schülern nicht dabei bin, dass die Schüler sich Notizen machen, sich im Nachhinein noch einmal mit dem Spiel auseinandergesetzt haben und aufschreiben, was war gut, was war schlecht, an welchem Punkt habe ich vielleicht das Spiel verloren, an welchem Punkt habe ich es gewonnen. Und mit diesen Hinweisen und diesen Tipps kann man dann zum Trainer auch hingehen, wenn der, wie gesagt, selber nicht dabei war. Und dann kann man an diesen Schwachpunkten natürlich auch arbeiten. Und im Optimalfall habt ihr natürlich euren eigenständigen Coach dabei. Der wird es natürlich mit euch nach dem Spiel besprechen und sich mit euch hinsetzen und sagen, was lief gut und was lief schlecht und dann entsprechend an euren Stärken und Schwächen arbeiten. Wie gesagt, nicht einfach nur abhaken und bei Acta legen. Versucht doch noch mal kurz zu erinnern, wie lief das Spiel und dann entsprechend mit diesen Informationen zum nächsten Spiel dann wieder lernen. Den dritten Tipp, den ich euch noch geben möchte, und der ist relativ einfach und es fällt vielen doch so schwer, nämlich Emotionen zuzulassen. Ja, viele freuen sich gar nicht nach dem Spiel, die haben das irgendwie verlernt oder nicht gekonnt. Seid emotional, ja, ärgert euch natürlich, auch negative Emotionen können wieder eine positive Emotion hervorrufen. Und wie zum Beispiel, wenn ich mich ärgere,
verdammt, ich habe das Spiel verloren, warum? Und dann gehe ich nochmal in mich und dann sehe ich oder merke ich, okay, das war vielleicht der ausschlaggebende Punkt und dann bäume ich mich wieder auf und bin auch wieder von der Körpersprache positiv und gehe wieder positiv ins Match. Natürlich solltet ihr positiv ins Match gehen, aber natürlich solltet ihr euch auch freuen. Euch sagen, yes, das war richtig gut. Und das stärkt euer Selbstbewusstsein ungemein. Schaut euch im Moment mal den Carlos Alcaraz an, wie der mit seinen, ich weiß nicht, 19 Jahren da über den Platz läuft. Ja? Das ist der absolute Wahnsinn, was für eine starke Ausstrahlung der Junge hat. Und das hat er mit Sicherheit auch nur dadurch gelernt, dass er Emotionen zugelassen hat und sich auch nach den Siegen immer stärker gefühlt hat und sich gefreut hat auch über wichtige Siege. Und das kann ich euch nur auch mit auf den Weg geben. Versucht das zu machen, versucht positiv zu sein. Das ist auf jeden Fall mein dritter Tipp für euch. In meinem nächsten Video zum Thema 3 Tipps werde ich euch zeigen oder erklären, was ihr bei einem frühen Rückstand in eurem Match machen könnt. Und wenn ihr bis dahin nicht wisst, was ihr machen könnt, dann schaut mal jetzt hier in diese ganzen Videosammlungen rein. Da findet ihr weitere Tipps rund ums Thema Tennis für Trainer und für Spieler. In dem Sinne, bis dahin, euer Martin.